schönen guten Tag zur dritten Episode des Humaldo TV Fernsehformats, also Internet-Fernsehformats mehr oder weniger. In der letzten Episode habe ich mich auf den Namen festgelegt. Hux TV wäre kompakter gewesen, ist aber leider schon hoffnungslos vergeben im Internet. Deswegen ist es Humaldo TV geworden. Und ich habe schon eine ganz tolle Website gebastelt. Also mit tollstem Industriestandard Comic Sans Schriftart und einen unauffälligen kleinen Hinweis, dass ich vielleicht noch jemanden brauchen würde, der mir ein vernünftigeres Design irgendwie zusammenbastelt. Ja, also es ist jetzt nicht auf Dauer gedacht, dieses tolle Design. Dann eins muss ich auch gleich klären. Der gute David Birkner, also der Birki auf Twitter, hat mich gefragt, ob das Ganze ein tägliches Format wird. Die ersten 3 Episoden sind täglich, aber das hat damit zu tun, weil ich gerade auf Urlaub bin und deswegen Zeit habe. Die anderen Folgen werden unregelmäßig kommen. Ich hoffe, dass ich pro Woche mindestens eine Folge raushaue, wenn es weniger ist. Bitte seid mir nicht böse. Es ist ja doch nur ein Projekt in der Freizeit und soll Spaß machen und mich nicht stressen. Was gibt es nun? Ja, ich habe einiges Feedback schon gekriegt, wie zum Beispiel der Michael Srp fragt mich, was in dieser Eisbox, wo die Kamera drauf stand, ob da mal Eis drin war und wenn ja, welches. Also ich muss mal das sagen, das ist diese, er hat es richtig erkannt, ich bin richtig fasziniert, das ist eine Eisbox, ja. Aber ich habe es in der Zweitverwertung gekriegt, da war Apfelstrudel drin, wie ich es gekriegt habe und kein Eis. Also ich kann leider nicht sagen, welche Eissorte es war, tut mir leid. Der Matthias Hammerle, hat sich gefreut, dass ich ihn erwähne. Jetzt erwähne ich ihn nochmal, vielleicht freut er sich dann ein zweites Mal. Wir sind dann drauf gekommen, diese coolen Webdinger, die ich früher mal gemacht habe, die ich angesprochen habe, es ist eher besser, man verknüpft das nicht mit seinen Namen, weil das war eine sehr heftige Satire-Seite. Aber mehr werde ich da jetzt gar nicht erwähnen. Das wird immer ein Geheimnis bleiben. Also 97 Aufrufe hat mein erstes Video auf Facebook, 214 schon das zweite Video und jetzt bin ich nämlich ganz gespannt, auf Twitter habe ich mich gerade selbst gespoilt und ja, da habe ich ja neulich meine Umfrage gestartet. Oh mein Gott, wo ist es? Ja, okay, so, hier sind wir. Also 11 Votes, 55%, ja klar doch, sind dafür, dass ich ein neues konzeptloses Internetformat, ja, die würden das begrüßen. Es sind doch nur 18% auf ARG und 27% Hallo. Die Entscheidung, ja, habe ich ein besseres Gewissen jetzt, dass es doch über die Hälfte der Voter als gut befinden, dass ich das Internet mit noch mehr Blödsinn zustopfe. Das war es jetzt einmal fürs Erste. Genau, ein Wort noch zum Konzept. Inzwischen kristallisiert sich schon ein bisschen das Konzept raus, nämlich so, finde ich, so ein bisschen Videoformat, das gleichzeitig im Internet stattfindet, wo ich dann quasi im Internet auf Sachen reagiere und live Sachen machen kann. Ich meine, live für mich jetzt, die dann mit ein bisschen Verspätung dann auch als Video veröffentlicht werden. Aber ja, es ist heute ein ganz spannender Tag, weil es ist heute angekündigt worden, dass die neue Konsole von Nintendo quasi angekündigt wird. Und wie man da sieht, ich habe da Rocket Beans TV auch laufen. Okay, und die schauen sich da gerade den neuen Trailer an für die neue Nintendo-Konsole, der jetzt gerade vorgestellt worden ist. Und ich habe mich gerade selbst gespoilt. Der Name war ja bis jetzt immer NX und jetzt ist es anscheinend offiziell. Ja, ich spoilere mich gerade selbst. Ich wollte diesen tollen Trailer sehen. Ja, ich wollte ihn selbst sehen. Aber nein, da sieht man nicht. Also man sieht nur da. Okay. Es ist also wirklich. Nintendo Switch. Oh, der Name ist eventuell ein bisschen. Naja, man gewöhnt sich an jeden Namen. Also die abnehmbaren Controller
Okay. Hier sieht man die Rocket Beans Redaktion, die sich gerade diesen Trailer genau wie ich live anschaut. März 2017, also nichts verschoben. Sehr schön. Puh. Hallo Chat, hallo Internet. Wir haben uns Hallo Rocket Beans. die Nintendo NX angeguckt. Switch heißt es Switch. Und? Ja, okay. Die Reaktionen. Gut. Also ich habe das jetzt wahrscheinlich hoffnungslos zusammengekürzt, weil es doch sehr langweilig ist, wenn ich da durchfilme das Ganze. Ich bin ein großer Videospieler-Fan, wie man vielleicht weiß. Und Nintendo hat mit der Wii U, mit der letzten Konsole, nicht so einen Erfolg gehabt. Und sie haben jetzt schon seit über 1,5 Jahren angekündigt, eine neue Konsole herauszubringen. Und die ist extrem geheim gehalten worden. Also ein paar Sachen sind durchgesickert, die sie jetzt bewahrheitet haben, wie zum Beispiel die abnehmbaren Controller und dass es anscheinend ein Handheld ist, wo man genauso auf den Bildschirm switchen kann, um eben, also Switch, ja, deswegen, von dem her macht es sogar Sinn. Man kann die gleichen Spiele mit unterwegs spielen, im Handheld, und daheim, wenn man nach Hause kommt, kann man das genau gleiche am Fernseher weiterspielen. Das ist anscheinend so der große Aufhänger. Aber für die genaueren Details müsste man den Trailer nochmal genau anschauen, was ich dann nach der Sendung mache. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, warum ich das Ganze so enthusiastisch da betreibe, aber als Videospiel-Fan ist man da natürlich so wie andere Leute bei irgendwelchen Fußballmannschaften und Ergebnisse dabei sind, ist man als Videospieler-Fan natürlich da hinter diesen Entwicklungen der neuen Konsolen und der Spiele dabei. Und ich habe da seit Jahren schon auf meiner Website, das ist übrigens die Homepage, habe ich schon seit Jahren eine Sektion, wo ich die ganzen News und Ankündigungen sammle. Das heißt, das sind die Next Gen Chronicles. Da kann man alles chronologisch durchsuchen, nach wann sind die Gerüchte aufkommen, weil ich finde das immer super spannend, was an Gerüchten aufkommen, was die Fans eben so erwarten, was das Internet liegt und was dann die wirkliche Realität ist. Und schauen wir mal, ich gebe jetzt mal auf Twitter ein Nintendo NX. Schauen wir mal, was da schon die ersten Reaktionen sind. Aktuellste. Watch the trailer right here, bla bla bla. Okay, so die ersten Reaktionen sind gemischt. Manche sind interessiert. Manche sind. Ja, aber auf jeden Fall, es ist angekommen. Der Name ist endlich draußen und kommt im März heraus. Gut, dann werde ich das Ganze wieder beenden, weil meine Bruttozeit, ich bin schon auf 14 Minuten, aber ich will dieses Format auf ungefähr maximal 10 Minuten halten, weil das ist so ein angenehmes Häppchen zum Konsumieren. Also da bin ich gerade zu aufgewurdelt, wie man bei uns sagt, also dass ich irgendwie vernünftig weiterrede, weil ich muss mir diesen Trailer nochmal in Ruhe anschauen. Das war mir die Episode 3, die mir ein bisschen konzeptlos jetzt gemacht hat. Ich habe schon eine Idee für Episode 4, die dann vielleicht nächste Woche rauskommt. Da werde ich was ganz Spezielles machen, wann ich es durchziehe. Aber das wird dann sehr cool, ein bisschen anders als das, was ich jetzt bisher gemacht habe. Und würde mich natürlich freuen über jeden Kommentar, über jedes Feedback, jeden Like, meine tolle neue Humaldo TV Seite liken. Ich habe schon wahnsinnige 45 Likes drauf, was ziemlich genial ist. Und ja, das war's. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.